Der Club der Unvollendeten. In einer kleinen Stadt, versteckt zwischen grünen Hügeln, gab es ein besonderes Café. Es hieß »Zum halben Herz« und war ein beliebter Treffpunkt für alle, die laut Gesellschaft noch nicht komplett waren. Die Wände waren mit Herzmotiven dekoriert, aber jedes Herz hatte eine kleine Lücke, wie ein Puzzle, das auf das fehlende Stück wartete. Passend, fanden viele. Emma, Anfang 30 und offiziell Mitglied des Clubs der Unvollendeten, saß an ihrem Stammplatz am Fenster. Sie trank ihren Cappuccino und las einen Artikel mit dem Titel »Wie du Mr. Right findest, bevor es zu spät ist«. »Zu spät? Für was?«, murmelte sie und verdrehte die Augen. Sie war das jüngste Opfer von Tante Margas gut gemeinten, aber höchst unangenehmen Beziehungstipps gewesen. »Schatz, du bist doch wie ein Haus ohne Dach. Wer will das schon kaufen?«, hatte Marga gesagt, während sie Emmas Kuchen beinahe inhalierte. Am Nebentisch saß Leo, Mitte 30, Hobbyhandwerker und ebenfalls unvollendet. Er war frisch aus einer Beziehung entlassen worden. Zu wenig Drive, hatte seine Ex gesagt. Jetzt bastelte er an seinem Lebenspuzzle, das momentan mehr einem chaotischen Lego-Berg ähnelte. Leo hatte sich geschworen, die Sache mit dem Dating erst einmal aufs Eis zu legen. Doch irgendetwas an Emma, vielleicht ihre genervte Stirnfalte oder die Tatsache, dass sie das Magazin seufzend in ihre Tasche stopfte, weckte seine Neugier. »Was hat's dir getan?«, fragte er, seine Tasse in Richtung des Magazins deutend. Emma hob den Kopf und musterte ihn skeptisch. »Oh, nur das übliche Geschwafel. Finden Sie einen Partner, um sich selbst zu vervollständigen, als wäre ich ein halbfertiges Ikea-Regal.« Leo grinste. »Ich bin ein Billy-Regal, steht stabil, auch ohne Türen.« Das brachte Emma zum Lachen. Sie rückte ihren Stuhl ein Stück näher. »Also, Billy-Regal, warum bist du hier? Auf der Flucht vor der Gesellschaft?« Leo zuckte mit den Schultern. »Eher vor meiner Mutter. Sie hat neulich vorgeschlagen, dass ich eine Dating-App ausprobieren soll, auf der man sich gegenseitig passende Puzzleteile zuschiebt. Das klingt schrecklich, aber irgendwie auch kreativ?« Sie lachten, und für den Rest des Nachmittags tauschten sie Geschichten über misslungene Dates, absurde Ratschläge und die Freiheit, unvollständig zu sein. Emma erzählte von ihrem Nachbarn, der ihr einen Ringelblumensetzling schenkte, weil Pflanzen die Ehe proben. Leo gestand, dass er einst ein Date hatte, das ihm eine Excel-Tabelle ihrer potenziellen Babynamen zeigte. »Und dann gibt es da noch Tante Marga«, fügte Emma hinzu. »Sie wollte mich mit dem Briefträger verkuppeln. Nur ein Problem, er interessiert sich mehr für seinen Kater als für Frauen.« Leo prustete los. Hätte sie ihm wenigstens eine Maus in den Briefkasten legen können. Ein romantischer Anfang, oder? Als die Sonne unterging, beschlossen sie, die Sache mit dem Dating humorvoll zu nehmen. Leo schlug vor, gemeinsam an einem Puzzle zu arbeiten, das er im Café entdeckt hatte. Ein großes Herz mit fehlenden Stücken. Vielleicht finden wir ja etwas Neues, nicht das perfekte Herz, sondern ein Bild, das einfach Spaß macht. Emma stimmte zu, und während sie die ersten Teile zusammenfügten, bemerkten sie etwas. Manchmal passt das Bild erst zusammen, wenn man aufhört, verzweifelt nach dem richtigen Stück zu suchen. »Weißt du«, begann Leo, während er ein weiteres Puzzlestück drehte, »Beziehungen sind wie Baustellen. Am Anfang sieht alles nach einem großen Durcheinander aus und du fragst dich, warum du überhaupt angefangen hast. Aber dann findest du ein paar stabile Ecken. Freundschaft, Vertrauen, vielleicht auch Humor. Und plötzlich merkt man, hey, das könnte doch halten.« Emma lachte. »Und was ist mit den Baustellen, die nie fertig werden?« Leo zuckte mit den Schultern. »Manchmal musst du den Bau einstellen. Abriss ist nicht immer schlecht.« Es gibt aber auch die Projekte, bei denen du denkst, sie wären abgeschlossen und plötzlich bricht irgendwo eine Wand ein. Das Wichtige ist, ob du jemanden hast, der mit dir den Dreck wegkehrt. Also bist du der Typ mit Besen und Helm. Ganz genau. Und ehrlich gesagt mag ich das Chaos manchmal. Perfekt ist langweilig. Wer will schon ein Haus, in dem man Angst hat, die Wände anzufassen? Während Emma und Leo über ihre halbfertigen Beziehungen philosophierten, begann das Café um sie herum zu erwachen. Es war ein Ort voller Geschichten und jede einzelne passte perfekt zu den unvollendeten Herzen an den Wänden. Am Tisch in der Ecke saß Frau Sieber, eine pensionierte Lehrerin mit einem kleinen weißhaarigen Hund namens Fridolin.
Fridolin war berühmt dafür, jeden Gast mit einem herzzerreißenden Blick anzuflehen, ihm ein Stück Kuchen abzugeben. Frau Sieber behauptete stets, Fridolin ist der einzige Mann, der mein Herz erobert hat, und ich bin glücklich damit. Ein paar Tische weiter nippte Herr Kruse an seinem Espresso. Er war ein ehemaliger Buchhändler, der das Café fest davon überzeugt besuchte, es handle sich um einen geheimen Partnervermittlungsclub. Warten Sie nur, sagte er oft mit verschwörerischem Ton. Die Besitzerin wird uns alle bald zusammenbringen. Das ist hier wie bei diesen Romanen, die ich früher katalogisiert habe. Das Happy End ist garantiert. Die Besitzerin des Cafés, eine ältere Dame mit dem Spitznamen Miss Puzzle, war für ihre klugen Worte bekannt. Sie tauchte wie ein Geist auf, wann man es am wenigsten erwartete, und hinterließ kleine Denkanstöße. Manchmal passt ein fehlendes Stück gar nicht in ein Herz, sagte sie einmal, als sie Emma einen neuen Cappuccino brachte. Manchmal muss man sich trauen, das Bild zu ändern. Leo grinste. Miss Puzzle ist ein bisschen gruselig, aber sie hat recht. Gruselig oder nicht, sie hat mein Lieblingscafé geschaffen, entgegnete Emma und sah sich um. Es war der Charme des Ortes, der sie alle hierher zog. Menschen wie Frau Sieber und Herr Kruse waren keine Fremden, sondern Teil einer Art verschrobener Gemeinschaft, die sich akzeptierte, wie sie war. Unvollständig, aber wunderbar. Als Emma und Leo schließlich das letzte Puzzlestück in das Herz einfügten, oder zumindest so taten, als würde es passen, lehnten sie sich zufrieden zurück. Das Bild war schief, einige Teile hatten sie absichtlich verdreht und ein paar Lücken blieben offen. Aber irgendwie war es perfekt, genauso wie es war. Weißt du, ich glaube, ich mag dieses Herz, sagte Emma. Es ist ein bisschen wie wir. Leo nickte und grinste. Unvollständig, aber dafür einzigartig. Von diesem Tag an wurden sie Stammgäste im Zum halben Herz. Nicht, weil sie sich vervollständigen mussten, sondern weil sie sich mochten, wie sie waren. Manchmal chaotisch, immer ehrlich und definitiv nicht aus IKEA-Katalogen. Und während Fridolin um die Tische tappte, Herr Kruse weiter nach dem geheimen Happy End suchte und Miss Puzzle neue Ratschläge für ihre Gäste parat hielt, fanden Emma und Leo, was sie nie gesucht hatten. Jemanden, der das Leben ein bisschen heller machte, genauso wie es war. Vielen Dank, dass du dir diese Geschichte angehört hast. Ich bin Ranghild und es ist meine Leidenschaft, kleine Geschichten aus dem Alltag zu erzählen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Abonniere auch gern meinen Kanal, dann bist du immer informiert, sobald meine neuen Kurzgeschichten erscheinen. Bis dahin, alles Liebe.